Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutsch einfach gemacht. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist, um die vielleicht kreativste und faszinierendste Ecke der deutschen Grammatik zu erkunden. In unserer letzten Folge haben wir die Königsklasse des realen Satzbaus gemeistert. Wir haben gelernt, wie Verben mit zwei Objekten, einem Dativempfänger und einer Akkusativgabe funktionieren. Wir haben also gelernt, die Realität, das, was tatsächlich passiert, präzise zu beschreiben. Heute verlassen wir die Welt der Fakten. Wir schließen die Augen, lassen die Realität hinter uns und betreten die Welt der Fantasie, der Wünsche, der Träume und der verpassten Gelegenheiten. Wir widmen uns dem Konjunktiv 2 für irreale Situationen. Das ist die Grammatik, die du brauchst, um über all die Dinge zu sprechen, die nicht sind, aber sein könnten. Es ist die Sprache des Lottogewinns, der Ratschläge an Freunde und des Nachdenkens über die Vergangenheit. Es ist die Sprache hinter dem berühmten Satz: »Ach, wenn ich nur mehr Geld hätte.« Viele Lerner haben großen Respekt vor dem Konjunktiv 2, weil er kompliziert erscheint. Aber ich verspreche dir, das Grundprinzip ist einfach und unglaublich logisch. Wir werden heute die einfachen Bauanleitungen lernen, mit denen du fast jeden irrealen Gedanken ausdrücken kannst. Wir werden sehen, wie würde, hätte und wäre zu deinen magischen Werkzeugen werden, um Hypothesen aufzustellen, Wünsche zu formulieren und sogar Bedauern über die Vergangenheit auszudrücken. Bist du bereit, die Grenzen der Realität zu überschreiten? Dann lass uns die Welt der Möglichkeiten betreten. Das Grundprinzip: der Modus der Fantasie. Bevor wir uns die Formen ansehen, müssen wir das Warum verstehen. Jede Sprache hat eine Möglichkeit, zwischen der Realität und der Nichtrealität zu unterscheiden. Im Deutschen haben wir dafür zwei Hauptmodi. Der Indikativ ist der Modus der Realität. Das ist die Grammatik, die wir die meiste Zeit benutzen. Sie beschreibt Fakten. Ich habe kein Geld. Ich bin nicht im Urlaub. Es regnet. Der Konjunktiv 2 ist der Modus der Irrealität oder der Potentialität. Er beschreibt alles, was nicht der Realität entspricht. Er ist der Modus der Fantasie. Ich hätte gern Geld. Ein Wunsch, nicht die Realität. Ich wäre jetzt gern im Urlaub. Ein Wunsch, nicht die Realität. Wenn es nicht regnen würde, würden wir spazieren gehen. Eine Hypothese, nicht die Realität. Der Konjunktiv 2 ist also dein Werkzeug für drei Hauptaufgaben. Erstens, irreale Wünsche. Dinge, die du dir wünschst, die aber gerade nicht wahr sind. Zweitens, irreale Bedingungen. Hypothesen. Was wäre, wenn? Was würdest du tun, wenn? Drittens, höfliche Bitten und Ratschläge. Das haben wir in unserer Folge über Höflichkeit gelernt. Könnten Sie ist höflicher als können Sie, weil es eine Möglichkeit andeutet, keine Forderung. Heute konzentrieren wir uns auf die ersten beiden Punkte: Wünsche und Hypothesen. Das Universalwerkzeug, die Würde plus Infinitivkonstruktion. Wie bilden wir diesen magischen Konjunktiv 2? Es gibt eine gute und eine sehr gute Nachricht. Die gute Nachricht ist, es gibt feste Regeln. Die sehr gute Nachricht ist, es gibt eine Universalkonstruktion, die fast immer funktioniert und die du sofort anwenden kannst. Diese Konstruktion ist dein Schweizer Taschenmesser für den Konjunktiv 2. Sie lautet eine konjugierte Form von Würde plus Infinitiv des Hauptverbs am Satzende.
Das Verb würde ist die Konjunktiv-2-Form von werden. Du konjugierst es ganz normal. Ich würde, du würdest, er, sie, es würde, wir würden, ihr würdet, sie würden. Mit dieser Form kannst du fast jedes Verb in den Konjunktiv 2 setzen. Du nimmst einfach die Würdeform und stellst den Infinitiv des Verbs, das du eigentlich meinst, ans Ende des Satzes. Schauen wir uns die Transformation von der Realität zur Fantasie an. Realität, Indikativ, ich kaufe ein Haus. Fantasie, Konjunktiv 2, ich würde ein Haus kaufen, wenn ich das Geld hätte. Realität, wir reisen um die Welt. Fantasie, wir würden um die Welt reisen, wenn wir Zeit hätten. Realität, du arbeitest weniger. Fantasie, du würdest weniger arbeiten, wenn du im Lotto gewinnen würdest. Diese Würde-Konstruktion ist immer korrekt, klingt natürlich und ist einfach zu bilden. Sie ist deine Sicherheitsleine. Wenn du unsicher bist, wie die echte Konjunktiv-2-Form eines Verbs lautet, ist Würde plus Infinitiv immer eine gute Wahl. Aber es gibt ein paar Superstars, die eine eigene Form bevorzugen. Die Superstars hätte, wäre und die Modalverben. Obwohl die Würde-Konstruktion fast immer funktioniert, gibt es eine kleine, aber extrem wichtige Gruppe von Verben, bei denen man die echte, eigene Konjunktiv-2-Form benutzt. Warum? Weil diese Verben so häufig sind, dass ihre eigenen Formen kürzer und gebräuchlicher sind. Es sind genau die Verben, die du am häufigsten brauchst: haben, sein und die Modalverben. Erstens. Haben wird zu hätte. Das ist die Form für alle Wünsche, die mit Besitz zu tun haben. Realität: ich habe keine Zeit. Wunsch: ich hätte gern mehr Zeit. Realität: wir haben ein kleines Auto. Wunsch: wir hätten gern ein größeres Auto. Zweitens. Sein wird zu wäre. Das ist die Form für alle Wünsche, die mit einem Zustand oder einem Ort zu tun haben. Realität: ich bin nicht am Strand. Wunsch: ich wäre jetzt so gern am Strand. Realität: du bist nicht reich. Wunsch: wenn du reich wärst, was würdest du tun? Drittens. Die Modalverben bekommen einen Umlaut. Die Modalverben bilden ihren Konjunktiv 2 meistens, indem sie einen Umlaut bekommen. Können wird zu könnte. Ich könnte fliegen, wenn ich Flügel hätte. Müssen wird zu müsste. Ich müsste eigentlich arbeiten, aber ich habe keine Lust. Dürfen wird zu dürfte. Das dürfte kein Problem sein. Das sollte kein Problem sein. Sollen wird zu sollte. Du solltest mehr schlafen. Die Form für Ratschläge. Die goldene Regel für den Alltag lautet also: für haben, sein und die Modalverben benutze ihre eigenen Konjunktiv-2-Formen. Hätte, wäre, könnte. Für fast alle anderen Verben benutze die sichere und elegante Würde plus Infinitivkonstruktion. Die Wenn-Dann-Sätze. Hypothetische Welten bauen. Jetzt, wo wir die Bausteine haben, können wir anfangen, ganze irreale Welten zu bauen. Die klassische Struktur dafür ist der Konditionalsatz, der meistens mit wenn beginnt. Ein Konditionalsatz besteht aus zwei Teilen: dem Nebensatz mit wenn, der die Bedingung beschreibt,
und dem Hauptsatz, der die Konsequenz beschreibt. Und das Wichtigste, beide Teile stehen im Konjunktiv 2. Die Struktur lautet wenn plus Bedingung im Konjunktiv 2, Konsequenz im Konjunktiv 2. Lass uns das mit unseren Superstar-Verben durchspielen. Mit hätte: Wenn ich mehr Geld hätte, würde ich ein Haus kaufen. Bedingung: Wenn ich mehr Geld hätte. Konsequenz: würde ich ein Haus kaufen. Achte auf die Wortstellung im Hauptsatz. Nach dem Komma kommt sofort das Verb. Würde ich. Mit wäre: Wenn ich der Chef wäre, würde ich allen Mitarbeitern mehr Gehalt geben. Bedingung: Wenn ich der Chef wäre. Konsequenz: würde ich allen mehr Gehalt geben. Mit könnte: Wenn ich fliegen könnte, würde ich jeden Tag in einem anderen Land frühstücken. Man kann auch die Würdeform in beiden Teilen benutzen, wenn man kein Superstar-Verb hat. Wenn die Sonne scheinen würde, würden wir im Park spazieren gehen. Diese Wenn-Dann-Struktur ist das Herzstück des hypothetischen Denkens im Deutschen. Ein Blick zurück. Irreale Wünsche über die Vergangenheit. Zum Abschluss betreten wir die letzte, etwas fortgeschrittenere Ebene des Konjunktiv 2. Was ist, wenn wir nicht über die Gegenwart oder Zukunft träumen, sondern über die Vergangenheit? Wenn wir etwas bereuen oder uns wünschen, die Vergangenheit wäre anders verlaufen. Dafür gibt es den Konjunktiv 2 der Vergangenheit. Und die Formel dafür kennst du im Grunde schon, denn sie ist eine Kombination aus dem Perfekt und dem Konjunktiv 2. Die Formel lautet: die Konjunktiv 2-Form von haben oder sein plus das Partizip 2. Stell es dir so vor. Du nimmst einen normalen Perfektsatz und tauschst das reale Hilfsverb habe bin gegen das irreale Hilfsverb hätte wäre aus. Schauen wir uns das an. Realität: Perfekt: Ich habe nicht gelernt. Irrealer Wunsch: Bedauern: Ach, hätte ich doch nur gelernt. Realität: Perfekt: Wir sind nicht in den Urlaub gefahren. Irrealer Wunsch: Bedauern: Wir wären so gern in den Urlaub gefahren. Diese Form ist perfekt, um Bedauern auszudrücken. Sie ist die Sprache der verpassten Chancen. Hätte ich das nur gewusst. Ich wäre fast vom Stuhl gefallen. Man kann sie natürlich auch in Wenn-Sätzen über die Vergangenheit benutzen. Wenn ich mehr gelernt hätte, hätte ich die Prüfung bestanden. Wenn wir früher losgefahren wären, hätten wir den Zug nicht verpasst. Das ist die höchste Stufe der irrealen Kommunikation. Wenn du sie beherrschst, kannst du über jede erdenkliche hypothetische Situation in jeder Zeitform sprechen. Und damit kehren wir aus der Welt der Fantasie zurück in die Realität. Aber wir bringen eine ganze Kiste voller magischer Werkzeuge mit. Der Konjunktiv 2 ist nicht nur eine Grammatikregel, er ist eine Einladung zum Träumen, zum Wünschen und zum kreativen Denken in einer neuen Sprache. Erstens. Lass uns die wichtigsten Erkenntnisse noch einmal zusammenfassen. Zweitens. Der Konjunktiv 2 ist der Modus für alles, was irreal ist: Wünsche, Hypothesen und höfliche Bitten. Drittens. Dein Universalwerkzeug ist die Konstruktion mit würde plus Infinitiv. Sie funktioniert fast immer. Viertens. Die Superstars haben, sein und die Modalverben haben ihre eigenen wichtigen Formen. Hätte, wäre, könnte, etc. Fünftens. Hypothetische Szenarien baust du am besten mit Wenn-Sätzen, in denen beide Satzteile im Konjunktiv 2 stehen. Sechstens. Um über eine irreale Vergangenheit zu sprechen, benutzt du die Form hätte, wäre plus Partizip 2. Mein Tipp der Woche ist ein kleines Spiel namens Was würdest du tun, wenn? Stell dir selbst oder einem Lernpartner diese Frage mit verschiedenen Szenarien. Was würdest du tun, wenn du 1 Million Euro gewinnen würdest?
Was würdest du tun, wenn du unsichtbar wärst? Was hättest du anders gemacht, wenn du noch einmal 18 Jahre alt wärst? Dieses Spiel zwingt dich, alle Formen des Konjunktiv 2 kreativ und spontan anzuwenden, und es macht auch noch eine Menge Spaß. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn diese Folge dir geholfen hat, die Grenzen deiner Ausdrucksfähigkeit zu erweitern, freue ich mich riesig über deine Unterstützung. In der nächsten Folge werden wir uns ansehen, wie man im Deutschen Sätze elegant verkürzen und verbinden kann. Es geht um Infinitivsätze mit zu und die magischen Kombinationen um zu, ohne zu und statt zu, mit denen du Absichten, fehlende Handlungen und Alternativen ausdrücken kannst. Bis zum nächsten Mal bei Deutsch einfach gemacht. Tschüss und alles Gute!